Nicht nur ist Dubai die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate, rund 85% der Bevölkerung des Landes leben ebenfalls dort. Die protzige Architekturoase am Rande der Wüste zieht jedes Jahr über 15 Millionen Besucher an und die Tourismuseinnahmen werden nur noch getoppt vom ebenfalls stetig steigenden Immobiliengeschäft. So wird mit dem Dubai Creek Tower zur Expo 2020 in Kürze das neue höchste Gebäude der Welt errichtet, obgleich der derzeitige Rekordhalter Burj Khalifa noch zu 2/3 leer steht. Grund dafür ist der kurz vor seiner Fertigstellung stehende saudi-arabische Jeddah Tower, der mit 1 Kilometer Höhe nach dem Titel greift. Dubai will am größten, am tollsten und am teuersten sein. Und das merkt man. Um zwischen Prunk und Wolkenkratzer nicht verloren zu gehen, haben wir euch unsere Reisehighlights aus dem fast 2-wöchigen Silvesterurlaub in der Wüstenstadt zusammengetragen. Willkommen bei World Ahoy! Wir sind Bianca und Thomas und zeigen euch die Welt, wie sie wirklich ist. Entlang dem von stolzen Wolkenkratzern eingerahmten Yachthafen verläuft der geschwungene Marina Walk über 7 Kilometer hinweg. Auf dem sauberen, klaren Wasser verkehren regelmäßig größere und kleinere Luxusschiffe, für die man Fahrten buchen kann. Die Promenade selber hat abgesehen von ihren zahlreichen, nachts wunderschön beleuchteten Palmen leider nur wenig zu bieten. Wer eine Urlaubspromenade wie in Los Angeles oder auch nur auf Mallorca erwartet, der wird enttäuscht werden. Die Aneinanderreihung von fast ausschließlich Restaurants gibt ein ziemlich langweiliges Bild ab. Sämtliche Läden wurden in die mittig zu findende Dubai Marina Mall verlagert und das einzig wirklich Spannende, das um und über dem Wasser passiert, ist unser nächster Punkt. Ein absolutes Highlight war mein Weihnachtsgeschenk an Thomas, ein Tandem-Zipliner-Abenteuer. Für 1200 Dirham, umgerechnet fast 300 Euro, nimmt die Firma X-Line einen aus dem bereits erwähnten Einkaufscenter in einer kleinen Gruppe mit und fährt auf die andere Seite der Marina, um dort von einem der Wolkenkratzer das Adrenalinerlebnis des Tages zu erleben. Man wird liegend in einem Geschirr festgemacht, am über die halbe Marina verlaufenden Seil befestigt und dann nach einer unangenehm langen Hängephase parallel abgestoßen. Mit zunehmender Geschwindigkeit rast man dem Wasser entgegen und erfährt eine absolut belebende Abenteuerfahrt, während man schreiend, lachend und vielleicht auch ein bisschen weinend Superman spielt, die Flügel ausbreitet, den Menschen unter sich zuwinkt oder verkrampft das Geschirr umklammert. Mit im Preis enthalten ist ein kleines, vom Team zusammengeschnittenes und sofort Instagram-taugliches Video, das ein kurzes Mikro-Interview vor Reiseantritt beinhaltet und die Highlights der Abfahrt. Wem das an Adrenalin noch nicht reicht, der sollte sich beim Skydive Dubai aus einem Flieger stürzen und sanft mit einem Fallschirm heruntergleiten. Unweit von der Marina entfernt befindet sich auch die Brücke, die Besucher auf die Palm Jumeirah führt. 2008 offiziell eröffnet, bietet die palmenförmige, künstlich mit 200 Millionen Kubikmetern Sand und Steinen aufgeschüttete Insel eines der berühmten Wahrzeichen der Stadt. Zumindest aus der Luft. Selbst von den Wolkenkratzern an der Marina lässt sich die Form in ihrer Gänze nur erahnen, die im Rohbau etwa 1,5 Milliarden US-Dollar verschlungen hat. Fährt man den Stamm entlang, ist man auch hier von hohen Hotel- und Apartmentgebäuden umzingelt, geziert allerdings von jeder Menge Grün. Die Spitze des Stamms bildet das brandneue und passend betitelte The Point, ein Freiluft-Einkaufscenter mit 1,5 Kilometer langer Promenade entlang des Wassers. Anfang Januar 2020 liefen hier noch die Arbeiten an den 2 spektakulären Wasserspielen, die von den Restaurantterrassen aus zu sehen sein werden. Das Niveau, vor allem preislich, ist dem teuren Luxushotel Atlantis gegenüber angepasst und für Normalurlauber vielleicht nur etwas, wenn man den Abschluss eines gelungenen Urlaubs feiern möchte. Wer es besonders extravagant mag, kann auch in den Kinos während einer Vorführung delikat bekocht werden. Leider war auch der Bahnhof für die Monorail am Point noch nicht fertiggestellt, weshalb wir auf einen Besuch des Atlantis verzichtet haben. Ein Stück die Küste hinunter befindet sich übrigens eine zweite, noch größere Palmeninsel. Die Arbeiten daran wurden aber 2009 für nicht absehbare Zeit eingestellt. Von der Brücke auf die Palme sieht man bereits eines der bekanntesten Wahrzeichen von Dubai, Burj Al Arab, das Segel. Das scherzhaft als 7-Sterne-Hotel bezeichnete Gebäude ist tatsächlich eine der teuersten und luxuriösesten Unterkünfte der Welt, für weniger gut betuchte Touristen aber nur aus der Ferne zu betrachten. Die Brücke auf die kleine Insel ist gut abgeriegelt und auch wenn die kurze Einfahrt stets überfüllt ist mit Autos und Bussen, die einen Blick erhaschen wollen, muss man für einen Besuch dort tatsächlich ein Zimmer buchen oder zumindest eine Reservierung für die Restaurants oder die Skyview Bar vorweisen können. Und neben den dort ebenfalls gesalzenen Preisen sollte man auch auf den strengeren Dresscode vorbereitet sein. Das Gebäude selber beeindruckt aus der Nähe tatsächlich relativ wenig oder wird zumindest nicht den ganzen Legenden gerecht, die darum schwirren. So teuer und eindrucksvoll wirkt es gar nicht. Sieht man von dem Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach mal ab. Gut zu sehen ist das Al Arab entweder vom Jumeirah Beach, der mit seinen
seinen Baustellen und Krähen wenig Schönheit mitbringt oder von unserem nächsten Tipp. Das Souk Madinat ist ein Freizeitzentrum am Wasser, das zu unseren absoluten Highlights der Stadt gehört. Herzstück des Komplexes ist ein Einkaufscenter, das an einen traditionellen arabischen Bazar angelehnt ist. Überdacht streift man durch enge Gänge und bewundert die kleinen Läden, die ihre Waren bis vor die Tür ausstellen. Wunderschöne Architektur mit viel Holz rundet das Gesamtbild ab und sorgt für eine ausgesprochen authentische Atmosphäre, die erst komplett zerstört wird, wenn man den ausladenden Innenhof betritt und sich in einem kitschigen Weihnachtsmarkt wiederfindet, der genauso in jeder deutschen Stadt stehen könnte. Nur dass dort kein als Weihnachtsmann verkleideter Mann Touristen in Bötchen durch die hübschen Kanäle lenkt. Aber die völlig überzogene Weihnachtsdekoration und gekünstelte Feiertagsstimmung passte uns in den muslimischen Wüstenstadt ohnehin überhaupt nicht. Dubai! Ebenso schön wie das Innenleben des Madinat ist jedenfalls auch die ähnlich schmale Restaurantpromenade mit ihren Palmen direkt am Wasser und dem malerischen Blick auf das Burj Al Arab. Die Hauptstraße vom Madinat geradewegs ins Landesinnere folgend, trifft man schnell auf die Mall of the Emirates und genau wie das noch gewaltigere Gegenstück, die Dubai Mall in Downtown, war das nichts für uns. Weder äußerlich noch von innen beeindruckte eines der beiden Einkaufscenter mit irgendwas anderem als Größe und Aufgebot an Läden, bei denen sich kaum jeder 10. Besucher überhaupt leisten konnte, ins Schaufenster zu gucken. Abgesehen von der eingebauten Skihalle mitten in der Wüste hat mir hier eindeutig etwas gefehlt, das eine wirkliche Unterscheidung zu jedem anderen Einkaufscenter auf der Welt erzeugte. Immerhin bieten die Food Courts eine gewaltige Auswahl und bei den gewohnten Fastfood-Ketten kann man auf jeden Fall zu verhältnismäßig günstigen Preisen schlemmen. Ein gutes Stück die 6-spurige Autobahn entlang findet ihr dann Downtown Dubai, von nahezu überall in der Stadt am weit herausragenden Burj Khalifa zu erkennen. Das bald als höchste Gebäude der Welt abgelöste Bauwerk, das ein wenig wie mehrere unterschiedliche Türmchen aus Geldmünzen aussieht, feierte im Januar 2020 sein 10-jähriges Bestehen, erst wenige Tage nach den Silvesterfeierlichkeiten. Für die ist der Burj Khalifa besonders bekannt, denn er ist derzeit noch der zentrale Punkt der Stadt beim Jahreswechsel. Eindrucksvolle Projektionen und Feuerwerk, die auch seitlich aus dem Gebäude herausschießen, bilden ein eindrucksvolles Bild, für das sich tausende Menschen schon Stunden vorher in der Umgebung zusammenquetschen. Restaurants mit direktem Ausblick auf den Turm verlangen für den Silvesterabend alleine umgerechnet 500 € als Reservierungsgebühr. Doch auch außerhalb derartiger Feierlichkeiten ist der Burj Khalifa ein Touristen-Hotspot, den die Organisatoren sich gut bezahlen lassen. Knifflig hierbei ist das mehrfach untergliederte Angebot, mit dem man sich vorab sorgfältig auseinandersetzen sollte. So kann man zum einen die gewöhnliche At-the-Top-Erfahrung buchen, um auf die 124. und 125. Etage hochzufahren. Das verlangt einem allerdings ab, sich nach dem Anstellen fürs Ticket und anschließend für die Sicherheitskontrolle, Feuerzeuge müssen unter anderem abgegeben werden, in eine weitere Schlange einzureihen, die sich buchstäblich mehrere 100 Meter durch Tunnel aus der Dubai Mall hinein ins Burj Khalifa ziehen. Je nach Tageszeit zahlt ihr hier rund 150 Dirham, also etwa 37 €. Ähnlich voll wie die Schlange sind auch die beiden Etagen oben. Als Alternative gibt es noch das Sky-Ticket, das uns sozusagen aus Versehen verkauft wurde, obwohl wir das Standardticket nehmen wollten. Entsprechend ist uns auch gehörig die Kinnlade heruntergeklappt, als wir für 2 Personen über 1000 Dirham, sprich über 200 € zahlen sollten. Der Preis entbehrt jeglicher Relation, war im Rückblick aber tatsächlich eine ziemliche Wohltat. Als man unser Ticket als Sky-Ticket identifizierte, wurden wir aus der Schlange herausgenommen und minutenlang am Fußvolk vorbeigeführt zu einer separierten Lobby mit separiertem Aufzug, der nicht bis zum Erbrechen mit Menschen vollgestopft wurde. Das Sky-Ticket befördert einen nämlich vor dem Besuch der regulären Aussichtsetage noch einmal höher in die 148., wo einem widerlicher Tee und kleine Häppchen gereicht werden und ansonsten alles identisch in kleinerem Maßstab und mit weniger Leuten ist. Die Aussicht ist dieselbe und eine Aussichtsplattform gibt es auch. Die Aussicht allerdings ist den Preis zweifelsohne nicht wert. Weder den teuren noch den weniger teuren. Allein weil die Sicht in Dubai auch bei wolkenlosem Himmel meist so diesig ist, dass man vom Burj Khalifa kaum die Silhouette vom Burj Al Arab aus machen kann. Davon abgesehen herrscht mit Wüste und Beton bzw. Stahl natürlich eine ziemliche Farbarmut in sämtlichen Richtungen und es gibt kaum andere markante Punkte in der Umgebung, die man wirklich bestaunen kann. Das wird sich voraussichtlich zur Expo 2020 ändern, wenn im nahegelegenen Dubai Creek dann der neue höchste Tower thront. Eine Online-Reservierung lohnt sich übrigens nur bedingt, da man das digitale Ticket trotzdem noch in der Schlange für normale Ticketkäufe gegen ein physisches eintauschen muss. Noch ein Stück weiter nördlich findet sich ein weiteres Gebäude mit Aussichtsetage, das zwar nicht so hoch, architektonisch aber weitaus interessanter ist.
Der Dubai Frame wurde erst 2018 eröffnet und ist genau das, ein Rahmen. In den 150 Meter hohen Seitenteilen fahren Aufzüge hinauf in einen länglichen Flur, von dem aus man nicht nur zu beiden Seiten hinausschauen kann, sondern auch durch Glasplatten im Boden direkt zwischen den eigenen Füßen hindurch nach unten. Aufgewertet wird der Besuch mit einer kleinen historischen Ausstellung zur Entwicklung der Stadt. Der Eintrittspreis beträgt 53 Dirham, also 13 Euro. Übrigens, wenn die angegebene Uhrzeit darauf noch Stunden entfernt ist, wird man problemlos hereingelassen. Zumindest war es bei uns der Fall. Sollte man sich aus Zeit- oder Budgetgründen zwischen dem Burj Khalifa und dem Dubai Frame entscheiden müssen, würden wir den Frame empfehlen. Gerade weil Khalifa mit seinem verlorenen Weltrekordtitel in Kürze nichts weiter mehr ist als ein sehr hoher Wolkenkratzer, dessen zusätzliche Höhe keine zusätzliche Aussicht in der durchweg flachen Landschaft bietet. Am weitesten im Landesinneren und tatsächlich in Wurfweite unseres Hotels findet man noch den Miracle Garden. Ein großflächiger grüner Park mit riesigen Blumenfiguren, mitten in der Wüste. Das ist immer das Beeindruckendste bei solchen Attraktionen in Dubai. Der Park ist am Nachmittag völlig überlaufen und die fotogeilen Touristen aus aller Herren Länder sind furchtbar nervig und anstrengend, weshalb unser Besuch keine allzu schöne Erfahrung war. Und als wäre es nicht schon voll genug, werden wie die fetten Amerikaner in Disney World auch hier besonders faule Besucher mit sperrigen Golfcaddies über die Wege gefahren. Besonders lächerlich wird es dadurch, dass man in weniger als einer Stunde gemütlichem Schlendern ausnahmslos alles im Miracle Garden gesehen hat, wenn nicht sogar zweimal. Die Gebilde sind durchaus eindrucksvoll und abwechslungsreich, die Botanik selbst allerdings weniger. Im Grunde genommen sieht man im gesamten Park ausschließlich dieselbe Blumenart, lediglich in verschiedenen Farben. Eine vergleichbare Attraktion ist das ebenfalls abseits gelegene Global Village, das uns von einem Reiseführer wärmer empfohlen wurde als der Miracle Garden. Dieser wie ein Jahrmarkt aufgebaute Vergnügungspark beherbergt zahlreiche Miniaturnachbildungen von bekannten Bauwerken überall auf der Welt. Der Eintritt ist relativ gering, dafür müssen dann aber alle Attraktionen separat bezahlt werden. Im nächsten Video geben wir euch übrigens noch Tipps und Tricks für eure Dubai-Reise mit auf den Weg und klären, wie streng die muslimische Kultur vor Ort tatsächlich ist und worauf ihr achten solltet. Abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Wir danken euch herzlichst. Last but not least unser absolutes Highlight. Wir haben lange überlegt, ob wir einen Tagesausflug nach Abu Dhabi unternehmen wollten oder doch lieber die Gelegenheit nutzen sollten, um uns in die Wüste hinausfahren zu lassen. Da uns schon Dubai als Stadt überraschend wenig überzeugt hatte, entschieden wir uns für die Natur. So kahl und sandig sie auch sein mochte. Im Internet wurden wir nach intensiver Recherche fündig und entschieden uns auch gegen den Kassenschlager der abendlichen Safari mit Unterhaltungsprogramm und Abendessen im Wüstencamp. Hier hatten wir von Bekannten schon mehrere negative Stimmen gehört. Stattdessen wurden wir sehr früh morgens von unserem südafrikanischen Reiseleiter Shane im SUV abgeholt und zusammen mit einem weiteren deutschen Pärchen und einer Chinesin brachen wir auf in Richtung Wüste. Da wir alle pünktlich waren, blieb sogar noch genug Zeit, um kurz durch die Anlage der Kamelrennbahn zu fahren. Mit Kamelkrankenhaus und Parkplatz für die Siegerpreise. Shane wurde einen Monat lang intensiv geschult und konnte uns auf ausnahmslos jede Frage zu Dubai und den Emiraten wie aus der Pistole geschossen eine Antwort liefern. Und wir lernten mehr auf der Hin- und Rückfahrt, als in einem Marco Polo Reiseführer gepasst hätte. Ziel unserer Exkursion war tatsächlich ein privates Gelände der Scheich-Familie, auf dem die Firma Platinum Heritage exklusiv Touren anbieten durfte. In der Ferne sah man das Ferienhaus des Scheichs und die klimatisierten Zelte für dessen Falken. Kaum in dem umzäunten Wüstengebiet angekommen, wurden uns zum Schutz gegen die Sonne und als Souvenir Kopftücher in traditioneller Bindeform angelegt und dann durften wir umsatteln auf ein ausgesprochen cooles Cabrio. Ein Land Rover aus den 1950er Jahren, den man genauso in einem Indiana Jones Film hätte sehen können. Obgleich die meisten Anzeigen im Wagen nicht mehr funktionierten, war es ein herausragendes Erlebnis, damit durch die spärlich bewachsene Wüste zu rasen. Wir hielten zunächst in einem liebevoll gestalteten Camp, wo uns eine Trainerin rund eine Stunde mit ihren Raubvögeln beschäftigte. Ausführlich erklärte sie, warum es nicht grausam, sondern im Interesse des Falken ist, ihm eine undurchsichtige Haube aufzusetzen und warum Eulen nicht so schlau sind, wie man denken würde. Reihum durfte die verhältnismäßig kleine Gruppe beide Tiere für ein paar Fotos auf der Hand halten und dann wurde uns ein weitestgehend traditionelles Beduinenfrühstück vorbereitet, das tatsächlich sehr schmackhaft war und uns gut für den darauf folgenden kurzen Kamelritt sowie die anschließende Safari stärkte. Auf den Kamelritt hätten wir gerne verzichten können, vor allem als wir die Tiere beim Aufstehen stöhnen gehört hatten. Die Fahrt durch die Sandberge war aber absolut faszinierend. Teilweise sah man weit und breit nur Sand und das nachfolgende Auto in der Mitte. Und tatsächlich trifft man in dieser totscheinenden Landschaft auch große Tiere und noch größere Bäume an. Zweifelsohne haben wir eine Menge gelernt an diesem Tag.
In Dubai gibt es also definitiv einiges zu sehen und zu erleben. Abseits der berühmten Sehenswürdigkeiten beeindruckt die Stadt aber ausschließlich mit ihrer Verschwendungssucht und ihrem ständigen Expandieren. Shoppingbegeisterte mit viel Urlaubsbudget können auf jeden Fall ein klimatisiertes Paradies neben dem anderen für sich entdecken und Normalsterbliche müssen auch im Supermarkt mit mindestens deutschen Preisen rechnen. Uns persönlich hat in der Kategorie protzige, reiche, moderne Stadt mit einzigartigen Bauwerken Singapur deutlich besser gefallen. Aber sicherlich sind die Arabischen Emirate rein vom Wetter und von der Entfernung her eine schöne Alternative zu den Kanaren. Mehr zur Stadt, zur Kultur und den Menschen vor Ort seht und hört ihr in unserem nächsten Video, also abonnieren und nicht verpassen. Bis nächstes Mal. Fährt man den Stamm entlang, ist man auch hier von hohen Hotel- und Apartmentgebäuden eingezingelt. Eingezingelt, das ist auch ein schönes Wort. I'm so sweet. Love me. Ziel unserer Exkursion war tatsächlich ein privates Gelände der Schleichfamilie. Scheichfamilie.